Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und Lust habt, mit mir zusammen das Bullet Journal zu gestalten. Ein kleiner Hinweis meinerseits: Ich sehe immer wieder, dass viele, die die Videos schauen, den Kanal gar nicht abonniert haben. Wenn ihr mir ein bisschen helfen und mich unterstützen wollt, dann abonniert gerne gratis den Kanal. Für euch ist es nur ein kleiner Klick und für mich würde es so viel bedeuten und ich könnte mehr und aufwendigere Videos produzieren. Vielen Dank dafür. Heute fangen wir ganz von vorne an. Wir beginnen wieder mit einem neuen Jahr und zwar mit dem Jahr 2023. Ich fange mit einer großen 2023 an. Umrande die vorgezeichneten Zahlen, mache anschließend noch einen Schatten darum und ein paar Striche als Deko. Dann habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, ein bisschen mit Collagen zu arbeiten und hole ein paar unterschiedliche Papiere. Ich habe dann einfach drauf losgemacht und mir dann irgendwie überlegt, dass ich es eigentlich toll finden würde, wenn ich eine Art Briefumschlag hätte, in dem ich irgendwelche Sachen sammeln könnte. Vielleicht schöne Momente oder so. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was da reinkommt, aber ihr seht ja, wie ich es gemacht habe. Ich habe einfach ein Papier gefaltet und aufgeklebt. Anschließend schneide ich an der äußeren Seite noch einen Streifen ab. Ich möchte eine Art Raster machen, sodass ich schnell auf andere Seiten wechseln kann, ohne blättern zu müssen und zu gucken, wo ich hinkomme. Man weiß mit einem Griff sofort, dass man auf der richtigen Seite landet. Anschließend dekoriere ich alles noch ein bisschen mit Washi-Tape. Wie immer habe ich alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinkt. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen, oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Auf der nächsten Seite kommt der Kalender. Das seht ihr jetzt einfach im Schnelldurchlauf. Ich teile die Seite ein, ziehe ein paar Striche, schreibe überall den Monatsnamen hin und schon ist es fertig. Später werde ich dann noch die einzelnen Tage dazu eintragen und wahrscheinlich auch noch markieren, wann Wochenende ist und wann Feiertage sind oder Urlaubstage. Ja. Auf der nächsten Seite beginne ich dann schon mit der Titelpage für den Januar. Wenn ihr wollt, könnt ihr an dieser Stelle noch den Key eintragen. Der Key zeigt auf, welches Symbol ihr für was benutzt, zum Beispiel ein Dreieck, wenn es wichtig ist, ein Pfeil als Hinweis und so weiter. Irgendwann kennt ihr euren Key auswendig und braucht ihn nicht mehr aufzuschreiben. Ich habe ihn übersprungen und wie gesagt, ich male jetzt mein Titelbild für den Januar. Ich habe mir natürlich wieder ein paar Skizzen vorgemacht, ein Schneeglas mit Wintermotiv. Irgendwie will ich die Weihnachtsdekoration noch nicht loslassen. Ich finde es so schade, dass es nach Weihnachten immer so grau ist und man auf den Frühling wartet. Ich jedenfalls, weil so wirklich Schnee kommt hier ja leider nicht. Daher habe ich noch ein paar Lichter dazu gemalt. Natürlich male ich das Ganze wieder mit Aquarell an. Das ist eigentlich auch ein sehr schönes Motiv für Weihnachtskarten. Ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen spät, aber vielleicht nächstes Jahr. Schreibt mir doch mal gerne, ob ihr Lust habt, dass ich auch ein paar andere Dinge aus den Titelbildern erstelle, wie zum Beispiel Grußkarten und so weiter und die dann mit euch male und dann ein bisschen genauer erkläre, wie man das macht oder Vorlagen zum Runterladen anbiete. Ja, würde mich mal total interessieren, ob ihr Lust auf solche Videos hättet oder Workshops oder so. Auf der linken Seite der Doppelseite ist dann noch Platz für die Ziele des Jahres. Hier hatte ich irgendwie nicht so viel Lust, viel zu dekorieren. Das kann ich dann aber noch nachholen, wenn ich mir die Ziele überlege und aufschreibe. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit den Monatszielen, Einnahmen und Ausgaben. Ich habe ein Design übernommen, das ich schon einmal gemalt hatte.
Ich liebe dieses Design, weil mir gefällt so gut, wie der Text aufgeschrieben ist. Die Monatsziele werden mit ein paar Lichterketten geschmückt. Auf der gegenüberliegenden Seite male ich die Wochenübersicht mit Kalender. Und auch hier male ich eine kleine Illustration mit Tannenbaum und Schneemann. Und wie ihr seht, das wird sich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen da durchziehen, dass ich halt irgendwie noch so winterliche Motive habe. Ich meine, klar, Januar ist ja auch noch Winter, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zu spät damit bin. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich das jetzt noch nicht loslassen will. Auf der nächsten Doppelseite lege ich die Wochen gar nicht erst fest. So ein Design hatte ich auch schon mal. Ich male einfach oben den Kalender und wenn ich irgendwas zum Eintragen habe, dann schreibe ich einfach den Kalendertag auf, irgendwo, wo ich will, und schreibe die Sachen darunter. Ich dekoriere hier auch alles mit ein paar Illustrationen, wieder sehr winterlich, mit Fineliner und dann wird alles mit Aquarell angemalt. Auf der nächsten Seite kümmere ich mich erstmal um die Dankbarkeitsliste. Ich male noch spontan einen Hirsch dazu, der ein wenig missglückt ist. Den hätte ich auch besser vorgezeichnet. Aber ist schon okay. Dann male ich noch einen Schlitten, vielleicht schneit es ja im Januar. Danach male ich erst links die Wochenübersicht und zwar ohne Lineal, einfach nur mit der Hand, was auch so sein soll, da ich hier einfach diese leicht welligen und unperfekten Linien mag. Ich schreibe die Monatsnamen und male den Hintergrund aus und male dann hier und da noch ein paar Sterne hinzu. Auf der nächsten Seite kommt wie immer der Social Media Kalender. Ich habe ihn wieder als eine Art Liste aufgeschrieben, so dass ich die Möglichkeit habe, einfach jeden Tag etwas einzutragen. Da auf der gegenüberliegenden Seite noch etwas Platz ist, kommen hier ein paar Notizen, zum Beispiel für den nächsten Monat hin. Hier kommt mal keine Deko hin. Irgendwie wird da nur irgendwie was Weihnachtliches draus und Ende Januar ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so passend. Als letztes gibt es wie immer noch eine Übersicht.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald zu einem neuen Video.